Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, Oktober 1942. Die Tage vergehen und die Lage bleibt angespannt. Die Panzerkräfte schmelzen dahin und der Kraftstoff ist schon so knapp, dass wirklich nur begrenzte Vorstöße durchgeführt werden können. Es wird immer kälter und ich bin oft bei Schmidt in der Schreibstube. Hier kriege ich die Informationen, die ich brauche, um mir selbst einen Überblick über die Situation an der Front zu machen. Als ich mit dem Spieß vor der Baracke stehe und eine Zigarette rauche, hält ein Kübelwagen und ein LKW auf der Straße. Ein Leutnant springt heraus und ich erkenne den Leutnant Fuchs. Wir grüßen zackig und er erkundigt sich nach dem Pionierzug des Regiments. Teile davon sind hier in Mostock und die Informationen geben wir ihm auch. Er möchte mit dem Kompaniechef sprechen und wir lassen ihn dann auch in die Baracke gehen. Kurz darauf kommt er heraus und fragt mich, ob ich nicht mitkommen möchte. Wohin und warum, war meine höfliche Frage. Er antwortet, dass wir die kleinen Verbrecher jetzt jagen und wir das Rattenloch ausheben wollen. Dafür bräuchte er ein paar Pioniere, denn dort sind sicherlich ein paar Überraschungen für uns vorbereitet. Ich bin hin und her gerissen zwischen Pflichtgefühl und der Aussicht, kleine Kinder in den sicheren Tod zu schicken. »Na los, kommen Sie mit«, meint der Leutnant Fuchs. Doch der Spieß sieht mich zögern und schnell sagt er, dass ich noch zum Hauptmann muss. Ich hätte keine Zeit. Der Leutnant Fuchs dreht sich um, springt in seinen Kübel und ruft noch, dass ich beim nächsten Mal dann dabei wäre. Mir ist nicht wohl bei der Sache, aber ich bedanke mich beim Spieß für die Hilfe. Wer weiß schon, was jetzt kommt. Da muss man nicht dabei sein. Ich mache mich auf den Weg zur Panzerwerkstatt und spreche mit den Mechanikern. Wir überlegen, wie man den Panzerschutz am Turm verbessern kann und ob Kettenglieder dort oben wenigstens die Panzerbüchsengeschosse aufhalten könnten. Einige Haken werden an die Türme geschweißt und die Kommandanten können dann selber entscheiden, ob sie die Kettenglieder dort einhängen oder nicht. Am Abend sitzen wir zusammen und ich zeichne meine Karte aufgrund der Informationen, die ich bekommen habe. Der Russe drückt im Süden, also nichts Neues. Weiter im Osten ist die Frontlinie stabil, da wir die Packhöhe halten und die Höhe 113 als Beobachtungsposten nutzen. Auch in Ordnung. Links und rechts vom Leninkanal werden immer wieder Angriffskeile vorgeschoben, die aber aufgrund der nicht sehr angriffsfreudigen Infanterie zusammenbrechen. Wir stellen auch fest, dass jetzt Aserbaidschaner, Georgier und Armenier uns gegenüberliegen. Viele Überläufer aus dieser Volksgruppe. Die wurden sicherlich zum Kämpfen gezwungen. Arme Schweine, aber Feind ist Feind. Im Norden haben wir noch Stalingrad. Das sollte bald im Sack sein und dann kann der Russe einpacken. Hoffentlich ist das durch, bevor es wieder richtig kalt wird. Wobei, gefrorener Boden, das lässt den Nachschub rollen. In den nächsten Tagen fahren wir als Feuerwehr mit unserem Panzer III, soweit es der Kraftstoff zulässt, mit der Infanterie raus und begradigen die Frontbögen oder verbessern unsere Abwehrstellung. Ich hoffe nicht, dass es hier jetzt nicht weitergeht. Wir brauchen Panzer und Personal, um hier noch weiter durchzustoßen. Mal sehen, was da noch kommt. Wir werden abkommandiert, mit einer kleinen Kampfgruppe einen begrenzten Vorstoß zu unternehmen. 8 Panzer und 4 Schützenpanzerwagen sollen einen Angriffskorridor der Russen abriegeln und die Frontlinien von Süden nach Norden aufrollen. Wieder haben wir 2 Panzer lang dabei, ein paar kurze Vierer, und auch uns. Wir bleiben mit den Dreiern im Hintergrund und geben Deckung, wenn es haarig wird. Wir haben hier überall gut befestigte Stützpunkte und dazwischen spukt der Russe rum. Da sollen wir ran, da sollen wir den Laden zumachen. Leider gab es kaum Aufklärung und wir fahren ins Ungewisse. Aber gut, wir haben ordentlich Stahl dabei und der Angriff rollt. Es dauert auch nicht lange und wir kriegen in der Nähe des Zuckerhutes Packfeuer. Bestimmt 10 Packs feuern auf uns und wir haben nur Glück, dass die nicht gut zielen. Der Artilleriebeobachter gibt schnell die Koordinaten durch und nach kurzer Zeit liegt die Packfront unter dem gezielten Vernichtungsfeuer der Artillerie. Das klappt ja und wir können 40 Mann und 3 Offiziere gefangen nehmen. Die Geschütze sind zum großen Teil im Eimer und bleiben liegen.
Weiter geht es und wir kommen wieder an ein unübersichtliches Gelände und nun rauscht es auch schon wieder heran. Stalin-Orgeln schießen in unseren Bereich. Alles geht in Deckung und wir hoffen, gut aus der Sache herauszukommen. Schon schüttelt es den Panzer und wir stehen. Motor aus, meint Hermann. Kriegt ihr nicht mehr gestartet. Wenigstens brennen wir nicht. Noch weiteren 5 Minuten und dann ebbt das Feuer ab. Ich mache die Luke auf und schaue mir die Bescherung an. Scheinbar ein Treffer im Motorblock. Oder ein dicker Splitter. Ich weiß es nicht. Kühlwasser läuft aus und Gott weiß, was ist kaputt gegangen. Ein weiterer Panzer IV Kurz ist außer Gefecht gesetzt und ein Langrohr hat die Kette verloren. Ich melde den Schaden an den Leiter der Kampfgruppe und wir sollen auf die Inst warten. Wir helfen am Langrohr, die Kette aufzuziehen. Mit Paul, dem Richtschützen von Schlüters Besatzung, den ich gut kenne und beneide, ziehe ich die Kette mit der langen Brechstange auf. Die anderen helfen, schieben und drücken, damit es weitergehen kann. Der Fahrer fährt auf Kommando an. Der Panzer springt vor, die Brechstange wird mit enormer Wucht aus der Kette geschleudert und dem Richtschützen Paul in den rechten Arm gerammt. Glatt durch den Oberarm, aber wohl nur der Muskel zerrissen und kein Knochen gebrochen. Alles voller Blut, aber es scheint schlimmer auszusehen, als es wirklich ist. Was ein Mist. Wir verarzten ihn und der Kommandant, Oberfeldwebel Schlüter, ruft mir zu, ob ich als Richtstütze einsteigen kann. Ich hätte ja schon Erfahrung auf der 7,5 lang. Ich schaue meine Besatzung an und die ermutigen, mich einzusteigen. Sie würden den Panzer und den verletzten Richtschützen mit zurücknehmen. Ich nehme mein Zeug und klettere in den Panzer IV. Es wäre schön, wenn es ohne einen Verletzten gelaufen wäre, aber auch so kann ich endlich dieses scharfe Schwert zum Gegner tragen. Es geht weiter. Noch 6 Panzer und 3 SPW rollen weiter. Ein Panzerspähwagen kommt noch dazu und soll das Vorfeld aufklären. Der rauscht ab und verschwindet in einer Staubwolke. Schlüter gibt mir noch Instruktionen, dass ich auf erkannte Ziele selbstständig feuern kann, aber wenn er mir auf die Schulter klopft, soll ich abwarten. Das sollte klappen. Über Funk bekommen wir die Information, dass ein größerer Verband vor uns liegen soll. Also wieder Luken zu und in Keilformation. Schon kriegen wir Feuer, aber es sind diesmal keine Packs. T-34 und BT sowie ein KW stehen uns gegenüber. Frontal werden wir dann nichts, also teilen wir uns auf. Die Artillerie schlägt zu und wir flankieren die Russen, so gut es geht. Das Gelände ist nicht günstig, aber wir kommen gut voran und wenige Geschosse gehen in unsere Richtung. Schießhalt wird befohlen und ich habe den ersten Turm eines T-34 in der Optik. Abschuss. Man sieht das Geschoss zum Gegner rauschen und der Treffer lässt den Turm des T-34 auf 7:30 stehen. Nächsten Panzer anvisieren, ein BT-7. Fährt einfach aus der Deckung hoch, um die Schützenpanzerwagen anzugreifen. Keine gute Idee. Er quält sich den kleinen Hang hinauf und zeigt mir auf 1000 Meter die Breitseite. Ich ziehe ab und an einem Feuerball platzt der Panzer auseinander. Nun habe ich aber auch die komplette Aufmerksamkeit der Russen und ein wahrer Geschossregen prasselt auf uns ein. Kein Schaden, aber sehr, sehr laut. Es klopft auf meine Schulter. Im Funk höre ich den Kommandanten sagen: Der KW, der KW! Nimm den Rudolf, sonst rollt er unsere linke Flanke auf. Der Turm dreht. Der Ladeschütze gibt Zeichen und ich ziele auf den Turm des Brocken. 800 Meter. Ich schieße und das Geschoss kratzt nur am Turm entlang. Das Ungetüm rollt weiter, aber der Turm zeigt noch nicht in unsere Richtung. Zweiter Schuss. Diesmal unter dem Geschützrohr durchgegangen. Also muss ich doch die Wanne anvisieren. Der dritte Schuss sitzt und der Koloss steht. Aber der ist noch nicht außer Gefecht. Auch die Panzer III und die Stummel feuern jetzt auf den Stahlblock, kommen aber nicht durch. Ich nehme mir nochmal Zeit. Viel Zeit. Justiere nochmal nach. Überlege, wo die letzten Treffer saßen. Rechne. Und dann schieße ich. Volltreffer. Der ist hin. Er qualmt. Und die Besatzung türmt. Wir rollen weiter. Die Besatzung beglückwünscht mich zu den 3 Abschüssen. Stimmt ja, ich wollte mir das ja aufschreiben. Wir kämpfen die restlichen Russen gnadenlos nieder. MG-Nester werden überrollt, LKW mit MG-Feuer in Stücke geschossen, Russen springen aus zerstörten Unterständen und fallen im zusammengefassten Feuer. Munitionsstapel explodieren und die Kraftstoff-LKW explodieren in den Himmel. Nach einer Stunde ist der Spuk vorbei und wir halten an. Aber der Preis ist wieder mal hoch.
3 Panzer als Totalverluste, 4 tote und 4 verletzte Panzermänner. Ein SPW ist noch fahrfähig und die Infanterie hat auch 10 Mann verloren. Aber wir haben jetzt in dieser Ecke Ruhe und die Gefangenen werden von den nachrückenden Kosaken zusammengetrieben. Ich stehe im Turm und schaue mir das an. Die Kosaken gehen mit den Russen nicht zimperlich um. Da scheint ein tiefer Hass zu sein und der deutsche Offizier bei den Kosaken hat alle Hände voll zu tun, dass es nicht noch brutaler zugeht. Wir wollen zurück, denn wir werden wohl bald wieder gebraucht. Gegen Abend sind wir wieder in Mostock. Ich klettere aus dem Langrohrpanzer und die Besatzung bedankt sich für meinen Einsatz. Eine Pulle Schnaps wird rausgeholt und macht die Runde. Oberfeldwebel Schlüter freut sich, dass er jetzt schon 14 Abschussringe an der Kanone hat. Ich schaue mich nach meinem Panzer um und gehe zur Instandsetzung rüber. Ein Splitter im Motorblock hat eine Menge durchschlagen, der kleine Mistkerl, meint der Unteroffizier im Instandsetzungszug. Ersatzmotor müssen wir erstmal organisieren. Ansonsten hast du erstmal Pause, Rudolf, meint er noch zu mir. Meine Besatzung ist auch da und ich erzähle, was passiert ist. Glückwünsche hageln auf mich ein, aber auch etwas Wehmut, denn ich weiß, dass die Besatzung jetzt als Ersatzmannschaft aufgeteilt werden wird, bis unser Panzer wieder einsatzbereit ist. Nun denn, so ist es eben. Ich muss nun bald mal in die Unterkunft. Da kommt auch schon Schmidt angefegt. Sofort zum Kompaniechef soll ich, und ich mache mich eilig auf den Weg. Als ich reingehen will, kommt mir der Oberfeldwebel Schlüter gerade entgegen und grinst mich an. Bis dann, Rudolf, meint er noch und geht weiter. Komisch. Ich melde mich pflichtgemäß beim Hauptmann und warte ab, was nun schon wieder los ist. Die Tür geht auf und der Regimentskommandeur ist da. Der Herr Oberst Freiherr von Liebenstein mustert mich und ich werde ganz nervös. Er fragt, ob ich der Teufelskerl mit dem T-34 wäre. Dann zählt er noch ein paar weitere Einsätze der letzten Monate auf. Ich nicke schnell und merke, dass ich langsam ins Schwitzen komme. Er schaut auf die Abzeichen an meiner Brust und fragt, wie viele Abschüsse ich schon hätte. Nun muss ich erstmal eine Gegenfrage stellen. Ob er meint Abschüsse als Richtschütze oder als Kommandant. Er wollte alle Abschüsse wissen. Und ich antworte, mit den 3 von heute sollten es dann schon 24 sein. Der Hauptmann lächelt und der Herr Oberst zieht die Augenbraue hoch. Obergefreiter Petersen stillgestanden, donnert es in meine Richtung. Ich hüpfe fast und stehe stramm. Mit Wirkung vom heutigen Tage befördere ich Sie wegen Tapferkeit vor dem Feind und vorbildlicher Pflichterfüllung zum Unteroffizier. Dass ich rühren soll, höre ich gar nicht mehr. So erschrocken bin ich. Der Oberst erklärt mir noch, dass die Papiere beim Hauptmann liegen und dass er sich für diese Berlin-Geschichte einen Dreck interessieren würde. Mit den Worten klopft er mir auf die Schulter und verlässt den Raum. Der Hauptmann gratuliert mir und auch der Spieß und Schmidti sind reingekommen und natürlich kreist wieder eine Flasche. Was für ein Tag. Erfolgreicher Angriff mit dem Langrohr, meine Besatzung unverletzt und jetzt noch befördert. Ich denke, das wird ein langer, feuchtfröhlicher Abend werden.